Viele Quereinsteiger in die Softwareindustrie oder Interessierte an einem Informatikstudium fragen sich, mit welcher Programmiersprache soll ich denn eigentlich anfangen? Und ich könnte dir jetzt hier natürlich die unglaublich lehrreiche Antwort geben. Kommt drauf an, mache ich aber nicht, ist zu einfach, finde ich total doof. Ich werde dir heute 3 realistische Szenarien aufzeigen mit unterschiedlichen Programmiersprachen als Startpunkt. Dabei zeige ich dir zum einen den einfachen Weg, einen Mittelweg und einen harten Weg. Der harte Weg muss dabei nicht unbedingt der falsche sein. Am Ende spielt sehr viel eine Rolle, was euch auch denn wirklich interessiert. Je nach Programmiersprache, die ihr lernt, habt ihr am Ende auch andere Schwerpunkte, mit denen ihr wirklich arbeiten könnt. Fangen wir mal mit dem Mittelweg an. Als Mittelweg würde ich euch empfehlen, Java zu lernen. Was mache ich denn eigentlich mit Java? Mit Java werde ich Anwendungen schreiben können, Applikationen, egal für welches Betriebssystem, egal für welche Plattform. Das können native Desktop-Applikationen sein, das können mittlerweile auch Embedded-Anwendungen sein, das können auch Mobile-Anwendungen sein, gerade für Android. Darum kann ich Java vor allem denjenigen empfehlen, die gerne etwas für einen Endnutzer anbieten möchten. Wer also schon förmlich sprüht für Ideen, für eigene Anwendungen, für kleine Apps, die man sich installieren kann auf seinem Desktop oder Mobile Device, starte mit Java auf alle Fälle. Viele fragen sich jetzt, ja, warum Java und nicht Kotlin? Wenn man erstmal Java kann, dann freut man sich umso mehr, wenn man als nächstes Kotlin lernt. In Java lernt man alle Grundlagen, die man fürs Programmieren braucht. Mit Kotlin wird das Ganze dann noch einmal viel einfacher. Und dennoch würde ich jedem empfehlen, fangt erstmal mit Java an, nicht mit Kotlin. Machen wir uns nichts vor, Kotlin ist die viel geilere Programmiersprache, aber sie ist halt noch nicht überall angekommen. Das heißt, wenn ihr einen Job haben wollt als Einsteiger, macht euch auch schon mal mit Java vertraut. Kotlin könnt ihr am Ende dann immer noch oben draufsetzen in euer Skillset. Ich bin ein Kotlin-Fan und Kotlin macht alles das, was Java noch ziemlich Boilerplate-mäßig aussehen lässt, nochmal viel cooler und einfacher. Aber genug Werbung für Kotlin gemacht. Was ist denn nun der harte Weg, von dem ich gesprochen habe? Der harte Weg heißt C-Programmierung lernen. Warum möchte ich denn jetzt heute eigentlich C lernen? Nehmen wir mal an, du bist sehr interessiert in Embedded-Programmierung. Du arbeitest gerne mit Mikrocontrollern, würdest auch gerne mal was mit einem Raspberry Pi experimentieren und kannst dir vorstellen, das später auch mal beruflich zu machen, dass du wirklich sehr hardwarenah arbeitest. Dann musst du durch die harte Schule gehen und C lernen und auch anwenden können. Denn bei C lernst du vor allem, wie diese ganze Hardware mit Software überhaupt funktioniert. Wie interpretiert deine Hardware eigentlich den Code, den du da schreibst? Und worauf muss ich dabei eigentlich achten? Wie mache ich das Ganze effizient? Wie sorge ich dafür, dass mir die ganze Kiste nicht einfach abbraucht, wenn ich was falsch programmiert habe? All das lernst du in C und das ist auch echt hart. Ich habe tatsächlich meine ersten Programmierkenntnisse mit C erworben im Studium, im Rahmen eines Elektrotechnikstudiums. Das heißt, ich war schon von Elektrotechnik sehr leid geprüft, mein bisheriges Leben. Und dann kam nochmal C obendrauf und das war echt ganz schön krass. Aber es lohnt sich. Bei C lernt man wirklich die Basics der Programmierung und die Basics, wie Code eigentlich funktioniert. Auch wenn ich heutzutage überhaupt nicht mehr mit C arbeite, hat es mir doch sehr viel beigebracht und mir vor allem Ausdauer und Leidensfähigkeit beim Programmieren beigebracht. Und das sind 2 Skills, die wirst du dein restliches Leben auf jeden Fall brauchen beim Programmieren. Und dann habe ich ja noch von dem einfachen Weg gesprochen. Nachdem ich jetzt mit der harten C-Keule rausgekommen bin, was ist denn nun der einfache Weg, um Programmieren zu lernen? Vielleicht werden mich deswegen jetzt viele hassen. Ich sage, der einfachste Weg, um Programmieren zu lernen, ist mit JavaScript.
im Gepäck mit HTML und CSS-Scripting. Das kann man relativ schnell lernen. Man kann es sehr anschaulich lernen, denn man hat sehr schnell visuelle Ergebnisse. Wenn du dich bereits vorher schon für visuelles Design interessierst, vielleicht mit Tools wie Photoshop oder verwandten Ablegern gearbeitet hast, wirst du sehr begeistert sein von JavaScript. Und viele der visuellen Patterns fallen dir sehr leicht zu erlernen. Du hast sehr schnell etwas zum Anfassen, denn jedes Smartphone, jedes Device hat irgendeine Art von Webbrowser installiert und dort kannst du deine Ergebnisse sehr schnell erleben. Du lernst dabei vielleicht nicht die Tiefe und Komplexität von Computersprachen und der Programmierung kennen, aber vielleicht möchtest du das auch gar nicht. Nun fragst du dich vielleicht, welchen Weg ich dir empfehlen würde. Jetzt kann ich leider nichts anderes sagen. Kommt ganz drauf an, was dir Spaß macht, was du gerne später in deiner Arbeit als Softwareentwickler mal wirklich arbeiten möchtest. Und wer weiß, wenn ihr euch später für was anderes entscheidet, dann habt ihr zumindest schon mal eine Grundlage, auf der ihr aufbauen könnt. Denn egal welche Programmiersprache ihr am Anfang wählt, es geht immer weiter danach. Und ihr könnt euch auch später noch immer für den anderen Weg entscheiden, ohne dass ihr in einer Einbahnstraße für den Rest eures Entwicklerlebens gefangen seid. Darum kann ich dich nur ermutigen, wage den ersten Schritt, such dir einen der Wege aus und leg am besten morgen gleich los, such dir ein cooles YouTube-Tutorial und dann lass die Tasten klackern. Wenn dir das Video weitergeholfen hat, dann freue ich mich über ein Like, lass doch gerne ein Abo da und dann sehen wir uns hoffentlich bald im nächsten Video wieder.